Heute mal ein ganz anderes Video aus dem Garten. Es gibt ja viele, die vielleicht das erste Mal einen Blumenkasten bestücken, vielleicht auch für zu Hause. Jetzt dachte ich mir, ich muss meine Blumenkästen jetzt sowieso fertig machen für unsere Veranda. Ich habe hier schon reichlich Geranien mir zusammengesammelt und dann zeige ich einfach mal, wie man so einen Blumenkasten bepflanzt. Ich weiß, für alte Profis ist das überhaupt gar nichts, aber vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder anderen, der eben nicht weiß, wie das geht. Das ist hier einer dieser Blumenkästen, der unten so ein Wasserreservoir hat. Das heißt, dieses ganze Stück hier runter, was werden das sein, so 2-3 Zentimeter, die können sich voll Wasser füllen. Hier kommt diese Matte rein. Und durch diese Matte sitzen die Wurzeln nicht nachher im Wasser und fangen an zu vergammeln. Dazu gibt es dann noch diesen Wasserstandsanzeiger, so diesen Wasserstandsanzeiger, der dann nach oben kommt, wenn genug Wasser drin ist. Dann nehmen wir uns ganz normale Blumenerde. Das muss nicht unbedingt sehr hochwertige Blumenerde sein, denn ich werde sie ja jetzt noch ein wenig aufwerten. Ich schaffe mir jetzt also eine gewisse Höhe und habe dann Hornspäne, die man zurzeit wirklich überall kaufen kann, in den Supermärkten. Das ist ein ganz guter Dünger, weil mit Hornspänen kann man seine Pflanzen nicht überdüngen und sie können nicht verbrennen. Ich selber mache in so einen Blumenkasten 2 Handvoll, reibe die noch richtig ein, damit die Erde was davon hat. Und nehme nochmal so eine, naja, sagen wir mal 1,5 Handvoll. Das ist jetzt ein kleiner Kasten, ich glaube, der hat 80 Zentimeter. Für mich gut genau für 4 Pflanzen. So, dann mache ich noch eine Schicht Erde rauf. Und zwar so locker, wie ich sie nachher auch in der Höhe haben will. Und dadurch, dass sie noch nicht festgestampft ist, kann die sich nachher schön setzen. Und die Pflanzen sind richtig gut drin aufgehoben. So, jetzt nehme ich noch ein bisschen Pferdedünger. Hier habe ich noch die Reste. Den mische ich auch noch etwas unter. Und je nachdem, wie meine Pflanzen dann aussehen, so im Laufe des Sommers, kann ich auch immer noch ein bisschen Kaffeesatz mit dazugeben. Wir haben hier den Blumenballen, den Pflanzenballen, der doch durch dieses Gefäß sehr in eine Ringwurzel gelaufen ist. Die müssen wir also ein bisschen aufbrechen, damit die sich wieder richtig ausbreiten können. Dann grabe ich mir mit der Hand hier richtig tief eine Kuhle rein, setze sie da rein, mache die Erde drumherum. Ich plane mir meine 4 Pflänzchen hier. Das war jetzt dunkelrot, dann kommt eine weiße. Und auch hier und bei jeder anderen die Wurzeln so ein bisschen anreißen. Das vertrocknete Material bitte abzupfen. Das können wir auch ruhig ins Pflanzloch packen. Verrottet dann. Tief genug reinsetzen. Andrücken und fertig. Und dann noch ein guter Tipp. Die müssen nachher natürlich bewässert werden, aber das macht ihr dann lieber an Ort und Stelle. Weil wenn ihr jetzt wässern würdet, saugt sich die Erde richtig voll und man hat dann natürlich den Kasten viel schwerer zu tragen, bis er an seinem Bestimmungsort ist. Also einfach nachher, wenn der steht, der Kasten, dann wird gewässert. Damit der Blumenkasten sich hier nicht so ausdellt, gibt es richtig schöne Metallklammern, die man einfach drum machen kann. Aber es geht auch ganz einfach mit, wie heißen die Dinger? Kabelbinder, Mensch Sabine, Kabelbinder. Der pfiffige Peter Thomas Lustig hat dazu 3 Kabelbinder aneinander gesteckt, weil wir haben nicht so eine langen. In der Mitte einfach zusammennähen und festzurren. Ein bisschen viel, geht nicht zu ändern. Ja, also einmal eingestellt geht das Ding nicht wieder zu lösen, ne? Also dann muss halt jetzt so bleiben. Hey, stopp. Mir ist noch eine viel bessere Idee gekommen. Die kommt aber gleich am Ende vom Video. Ja, viel Erfolg, auch für die, die vielleicht nicht ganz so einen grünen Daumen haben. Ich habe extra Blumenkästen genommen, die unten ein Reservoir haben, damit die Pflanzen nicht im Nassen stehen. Und los! Wie gesagt, wenn es noch nicht gegossen ist, ist er natürlich auch nicht so schwer. So, jetzt hole ich mir noch Wasser. Dann wird das alles schön voll gejaucht. Und ich muss gestehen, ich habe hier noch Knoblauch
zwischengesetzt, der zu Hause ausgetrieben hat. Dafür wird ja mein Schwiegerpapa gar nicht begeistert sein. Aber jetzt sagen wir ihm einfach nicht. Fertig. Jetzt habe ich noch den absoluten Knaller Do-it-yourself, mach's dir selber Tipp. Wir erinnern uns an den Kabelbinder. Alles vergessen. Mein lieber Mann hat nämlich Metallband gekauft. Meterware. 1 Meter unter 2 Euro, also 1,85 € oder sowas. Abgeschnitten, 4 Stücke hat er daraus gemacht und hat die umgebogen. Und dann, man schaue, zack, sind das die perfekten Klammern, um die Blumenkästen zu halten. Besser geht nicht. Und das sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus als mit Kabelbinder.